Und es wird alles in-house gefertigt. Das heißt, ihr kauft eigentlich nichts zu, oder? Wir kaufen das Schießpulver zu, aber alle anderen Teile der Patronen produzieren wir im Haus. Natürlich kaufen wir die Rohmaterialien ein, aber wir produzieren das Zündhütchen, die Hülse und die Geschosse im eigenen Werk. Die Exergy Edge zum Beispiel wurde komplett von uns selbst entworfen und produziert. Habt ihr das auch im Haus designt? Yes, it took about. Die Entwicklung dauerte ca. 2 Jahre und unzählige Tests. Nach jedem Test wurde die Form des Geschosses leicht modifiziert und angepasst. Die ersten Tests wurden auf ballistischer Gelatine gemacht. Und erst als wir 100%ig zufrieden waren, haben wir sie dann auch in unserem Wildgatter getestet. Nicht früher. Wie viele Qualitätskontrollen habt ihr eigentlich in der Produktion? Wie gesagt, testen wir sie eingehend bei der Entwicklung und kontrollieren während und nach der Produktion. Die Kontrollen beginnen schon beim Rohmaterial. Bevor wir die Hülsen pressen, testen wir die Festigkeit des Materials. Während der Produktion messen wir mehrmals, ob alle Parameter so sind, wie sie sein sollen. Zum Beispiel prüfen wir die Hülsen mit computergestützten Hochgeschwindigkeitskameras auf Kratzer, Dellen oder sonstige Beschädigungen. Optische Defekte. Ich habe auch gesehen in der Produktion, ihr habt da so dynamische Wagen. Was machen die? Das sind die Qualitätskontrollen, die sich mit den Geschossgewichten befassen. Die Toleranz ist sehr gering und liegt bei 0,1 Gramm. Wenn das Geschoss zu schwer oder zu leicht ist, wird es automatisch aussortiert. Das ist besonders bei Gewehrmunition sehr wichtig für die Präzision. Also es ist ein sehr präzises Geschoss eigentlich. Ja, aber das muss es auch sein. Präzision und Funktionalität sind für uns sehr wichtig. Daher wird jeder Schritt genauestens kontrolliert, um sicherzustellen, dass alles die richtigen Abmessungen und das richtige Gewicht hat. Wir überprüfen die Pulvermenge, das Gewicht des Geschosses und auch nochmal das Gesamtgewicht der Patrone. Wenn das Gewicht zu hoch ist, könnte das zum Beispiel darauf hindeuten, dass zu viel Pulver geladen wurde. Und das ist nicht nur gefährlich, sondern kleinste Abweichungen führen schon zu einer Verschlechterung der Präzision. Aus diesem Grund werden alle aussortierten Patronen vernichtet. Aber ihr kontrolliert ja nicht nur während der Produktion, sondern ihr habt ja dann auch von fertigem Produkt Qualitätskontrollen, oder? Yeah, that's Richtig. Basically correct. Also ihr schießt es auf die Präzision. Schießt ihr es noch aus anderen Gründen? Nach der Produktion geht es dann ins ballistische Labor, wo verschiedene Tests gemacht werden. Welche, das hängt davon ab, ob die Munition für Behörden oder den zivilen Markt hergestellt wird. Ist die Munition für den zivilen Markt, zum Beispiel für Jäger, überprüfen wir, ob die Präzision, der Druck, die Geschwindigkeit und weitere Parameter unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Dazu schießen wir auch auf ballistische Seife und ballistische Gelatine, damit wir die Auswirkungen auf Wildkörper genau sehen und überprüfen können, besonders wenn es sich um Jagdmunition handelt. Das wäre richtig interessant, glaube ich, wenn wir sowas mal sehen könnten. Gar kein Problem, das zeigen wir euch sehr gerne. Dann brauchen wir noch Munition, oder? Oh ja, unbedingt. Sicher.